ist mehr als ein Posten, das ist eine Aufgabe. Ich werde mich bemühen, mich deines Vertrauens als würdig zu erweisen. Sie beide hätten die besten Chancen. Bitte? Sie sind doch verheiratet, oder? Ach, so ist das. Vanessa ist also nur eine billige Affäre für dich. Du missverstehst das Ganze. Lass uns doch in Ruhe darüber reden. Da gibt's nicht zu reden, du Finger weg von meiner Tochter. Das geht nur Vanessa und mich was an. Ganz großer Irrtum. Du rührst meine Tochter nicht noch mal an. Und zwar alle beide. Lass mich in Ruhe. Oder ich erzähl der ganzen Welt, warum Hannah mit mir Schluss gemacht hat. Nein, wir... Doch, natürlich. Vor dem Standesbeamten waren sie sich aber schon einig. Ja, ich wollte sagen, nein, keine Sorge, natürlich sind wir verheiratet. Aber noch nicht so lange, oder? 3 7 Monate. Monate. Noch einmal zur Klärung. Sind Sie miteinander verheiratet? Er meint die standesamtliche Trauung. Und sie die kirchliche. Ja, und für mich zählt nur die. Es war eine Traumhochzeit. Und wenn wir jetzt noch unser Traumhaus dazu kaufen könnten... Wäre unser Glück perfekt. Ich muss zwar noch mit den Eigentümern reden, aber ich bin mir sicher, dass Sie beide das ideale Paar für den Verkauf sind. Ich melde mich dann bei Ihnen. Danke. Glaubst du, der Schwindel fliegt auf? Bestimmt nicht. Wir waren doch echt überzeugend. Und außerdem sind es sonst immer die Immobilienmakler, die lügen. Frau Schneider, Sie haben mein Wort, dass es nie wieder vorkommt. Davon gehe ich aus. Frau Schneider, die Rechnung bitte. Ja, zusammen? Ja, Angelo, die Rechnung für Felix von Weinbach. schon unterwegs. Und? War das eine gelungene Überraschung? Sein Vermögensberater sollte man bei Laune halten. Übrigens ein guter Mann. Aber natürlich nichts für Kleinanleger wie dich. Wenn du Vanessa das Herz brichst, dann brech ich dir sämtliche Knochen. Schön, dass wir uns verstehen. Jetzt bitte keine Moralpredigt. Denk daran, du hast mir sogar noch zugeredet. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Du lässt jetzt auf jeden Fall die Finger von Vanessa. Vanessa und ich sind erwachsen. Wir wollen doch nur ein bisschen Spaß. Lars, es ist auf jeden Fall der falsche Weg, um über Hannah wegzukommen. Danke nochmal, dass du Cecile begleitet hast. Gern geschehen. Ich bin froh, dass es mit dem Kauf geklappt hat. So haben Moritz und seine Freunde ein Haus und das Wichtigste, sie sind von der Straße weg. Schade, dass du wieder nach Amerika zurück willst. Moritz ist sicher auch traurig, dass du wieder abreist. Cecile kann sich genauso gut allein um ihn kümmern. Und das weißt du auch. Na, man wird es ja wohl versuchen dürfen. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Jones. Darf ich Ihnen meinen Sohn Leonard vorstellen? Ich habe ihn ein wenig herumgeführt, er war lange nicht mehr hier. Leonard, Frau Jones. Sehr freut. Nett, Sie kennenzulernen. Frau Jones leitet die Geschicke von Amelia. Jones. Sind Sie Amerikanerin? Nein, nein, mein zweiter Mann war aus den Staaten. Ich habe lange in der Nähe von Los Angeles gelebt. Leonard hat drüben Medizin studiert. Und Leonard arbeitet drüben als Arzt. Und deswegen geht er auch wieder rüber. Wenn ich nur wüsste, woher er diesen Dickschädel hat. Vanessa, wo zum Teufel steckst du? Wenn du das jetzt abhörst, dann melde dich bitte umgehend. Wir sehen uns beim Briefing. Hat mich gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ja, mich auch. Tja, zum Lauschen bist du leider zu spät gekommen. Oder hast du ja auch irgendwo eine Wanze versteckt? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Seit du durch deinen Lauschangriff die Übernahmeabsichten an Gordon Productions publik gemacht hast, ist meine Position in der Firma gefestigter denn je. Die deine übrigens auch.
Du darfst auch weiterhin Verträge zur Unterschrift vorlegen. Wenn du dich da mal nicht täuschst, meine Liebe. Ist dein Bruder gerade sehr beschäftigt? Ja, ich nehme es an. Ist er eigentlich immer. Na, und wenn schon, dafür wird es sich garantiert Zeit nehmen. Ja, ich drück dir die Daumen. Ja. Nun, warum ich hier bin, um es kurz zu machen. Damit lässt sich mehr Geld verdienen, als man in einem Leben ausgeben kann. Pardon, meine Wurftechnik, die lässt noch etwas zu wünschen übrig. Wie auch Ihre Manieren. Schöne Mappe. Ja, nun schauen Sie sich's doch wenigstens an. Später. Vielleicht. Damit können wir Millionen machen. Wir? Ja, die Anerkennung der Finanzwelt, die gebührt selbstverständlich Ihnen allein. Ich verstehe. Ihnen fehlt das nötige Kleingeld, um Ihr Geschäft hier allein durchzuziehen, ne? Ach, und schließen Sie doch bitte beim Rausgehen die Tür. Sag mal, hat Lars angerufen und irgendwas für mich hinterlassen? Nein. Bist du sicher? Also mein Kurzzeitgedächtnis funktioniert noch ziemlich gut. Wir sind verabredet. Magst du mir ausführlicher davon erzählen? Man wird ja wohl mal fragen dürfen. Frag ihn am besten selbst. Hat einer von euch beiden vielleicht mein Statikbuch gesehen? Nee. Aber Statik ist reine Gefühlssache, wie wir Maurer zu sagen pflegen. Erzähl mir besser nicht, an welchen Bauten du beteiligt bist. Hat jemand von euch mein Handy gesehen? Nur gehört. Ach, hier ist übrigens dein Buch. Ja. Dein Uniluder. Du hättest ruhig rangehen können. Das macht mir nichts aus. Ich bin nicht da. Wie meinst du das, du bist nicht da? Ganz schön hartnäckig, die Süße. Mhm. Die Liebeshotline läuft auf Hochtouren. Falls Vanessa übers Festnetz anruft. Ich bin in der Uni. Hey, Cowboy, du hast sie wohl nicht etwa versetzt? Andi, ausrichten, nicht kommentieren. Stimmt so. Ach, soll ich Lars was ausrichten von dir? Schütt ihm einfach den Saft ins Gesicht, dann weiß er Bescheid. Gagero Pizzatomaten. Lecker. Die in der Küche haben gesagt, es geht okay. Ich will den anderen wenigstens was mitbringen. Und das hier gibt eine prima Nudelsoße. Wo kocht denn ihr eigentlich? Mit einem großen Kessel, einer Tonne, mit Feuer. So halt. Mhm. Ist auch eine Möglichkeit. Und was hältst du von dem Herd? Wir haben eine Überraschung für dich. Ein Herd? Ja, doch. Kann man so sagen. Der ist auch dabei. Sorry, aber ich check grad gar nichts.
Wir haben für dich und deine Freunde ein Haus gekauft. Und da könnt ihr bleiben, solange ihr wollt. Ohne Scheiß? Mhm. Ganz allein, ohne Sozialfuzis. Naja, so ganz ohne geht's dann doch nicht. Das Haus geht als Stiftung an eine Jugendorganisation. Also doch wieder Psychogeblubber, Kontrollen pur. Keine Chance. Und die Gewinnmargen wären geradezu astronomisch. Also sag mal, woher hast du das eigentlich? Die Zahlen sind in Ordnung. Ich habe das überprüfen lassen. Also dieser geplante Ausbau des Kongresszentrums. Das sind vertrauliche Ausschreibungsmodalitäten. Vorsprung durch Wissen. Gerade das macht dieses Geschäft so attraktiv. Ja. Vertraust du mir nicht? Also was soll diese Frage? Natürlich vertraue ich dir. Dann gib mir dafür freie Hand. Wir müssten Millionen investieren, ohne jegliche Garantie, dass wir den Auftrag auch wirklich bekommen. Was soll denn schon schiefgehen? Ich habe einfach kein gutes Gefühl. Entschuldige mich bitte, ich habe noch einen Termin. Vater, ich bin wirklich der Meinung, dass wir diese Investition tätigen sollten. Nicht unter diesen Voraussetzungen. Schick. Hat mir Johannes geschenkt. Als Wiedergutmachung. Hattet ihr Streit? Nein, aber er konnte mal wieder zu einer Verabredung nicht kommen. Scheiße. Ist nicht dein Tag heute, was? Ist sie jetzt sauer auf mich? Warte mal. Warte, ich helfe dir. Nach allem, was du erlebt hast, kann ich verstehen, dass du misstrauisch bist. Aber das Haus ist nichts im Vergleich zu den Unterkünften, die du bisher kennst. Da kannst du mit all deinen Kumpels echt eine coole WG draus machen. Aber die Sozialtanten rauben uns dann bestimmt den letzten Nerv. Ach komm schon, ist es denn so schlimm? Ich kann dir sagen. Ich verstehe, dass du darauf keinen Bock hast. Ich kann es auch nicht leiden, wenn jemand versucht mir zu sagen, was ich tun oder lassen soll. Hast du kaum Probleme mit, oder? Wenn mir was nicht passt, dann mache ich eben mein Maul auf. Schon kapiert, aber die Sozialtanten labern dich echt in Grund und Boden. Ach, ihr seid in der Mehrheit. Dann gib Kontra. Ich weiß nicht. Vorschlag. Ihr probiert es erstmal mit dem Haus und wenn es euch dann nicht gefällt, könnt ihr immer noch zurück auf die Straße. Ich denke, das geht klar. Ach, ihr beide als Paar? Du hast den Stiefsohn als deinen Ehemann ausgegeben. Ach, Stiefsohn, wie sich das anhört. Ja gut, ich weiß, aber es ist ja nun mal so. Aber sehr froh, du hast ja einen sehr attraktiven Stiefsohn. Also für mich ist Leonhard eher sowas wie ein guter Freund. Mit viel Sinn für Spontanität. Wenn der mit Wasser gekocht ist, dann können Sie die Brühe gleich wieder mitnehmen. Meines Erachtens wurde der Kakao aus Milch von glücklichen Kühen zubereitet. Ich wollte dich heute Morgen von der Uni abholen. Rat mal, wer nicht da war. Dad, bitte. Ich bin heute echt nicht in der Stimmung für irgendwelche Debatten. Ja, da du ja nicht in der Uni gewesen bist. Wo warst du dann? Frühstücken. Alleine? Ja. Ach, demnach hat dich dein Dozent also versetzt. Woher weißt du das? Das ist doch unwichtig. Jedenfalls konnte ich ihm klar machen, dass du nicht die Richtige für ihn bist. Sag mal, spinnst du? Wie kannst du es wagen, in meinem Leben... Vanessa, bitte! Lars Schneiders Beziehung ist gerade in die Brüche gegangen. Du bist doch nur für ihn ein Notnagel, eine flüchtige Affäre. Bin ich nicht. Mach dir nichts vor. Wenn Lars deinetwegen Schluss macht, dann sind wir geschiedene Leute. Probleme? Eine kleine Meinungsverschiedenheit wegen Lars Schneider. Aber ich denke, das hat sich erledigt. War denn dein Gespräch mit Ansgar genauso erfolgreich? Spätestens, wenn es sich dazu herablässt, die Zahlen zu studieren, dann sind wir im Geschäft. Ich habe ein sehr sicheres Konzept erarbeitet, um das Investitionsrisiko möglichst breit zu streuen. Das Risiko liegt allein bei uns und damit gefährden wir unsere Bank. Du erwartest nicht, dass ich das akzeptiere. Dann wirfst du Millionen aus dem Fenster. Meine Grundsätze mögen dir altmodisch erscheinen. Aber nur so konnte sich unsere Familie über ein Jahrhundert am Markt behaupten. Vater, ich hatte in Singapur Transaktionen mit einem weitaus höheren Risiko zu verantworten. Du hattest Glück, Ansgar. Und langsam solltest du aufpassen, dass dir das nicht zu Kopf steigt.
Also wenn dir meine Art, Geschäfte zu machen, so sehr missfällt, warum hast du mich dann zum Generaldirektor unserer Bank gemacht? Damit du lernst, auf diesem Posten Verantwortung zu übernehmen. Auch soziale Verantwortung. Du wolltest mich unter deiner Kontrolle haben. Wenn du es so ausdrücken willst. Wie der Bundesgerichtshof letztendlich in dieser Frage entscheiden wird, das bleibt offen. Und tschüss. Ach so, ja, dann habe ich hier noch eine Frage Zu dem Fall aus der Vorlesung eben. Ja, bitte, fragen Sie. Angenommen, eine junge Frau ist mit einem Mann zum Frühstück verabredet. Der Mann lässt sie aber sitzen. Sie wollen wissen, wer die Rechnung bezahlt? In dem Fall der Mann natürlich. Genau, es sei denn... Auch wenn die junge Frau weiß, warum der Mann zu der Verabredung nicht kommen wollte. Da weiß sie mal wieder mehr als der Mann. Ihr Vater hat sich dem Mann gegenüber unmöglich benommen. Vielleicht ist der Mann beruflich sehr eingespannt und konnte deshalb die Verabredung nicht einhalten. Dann sollte der Mann als Wiedergutmachung mal wieder mit der jungen Dame Squash spielen. Was hat denn das damit zu tun? Ich glaube, deine nächste Vorlesung fängt gerade an. Stimmt. Danke. Tschüss. Tschüss. Na endlich. Nervensäge. Okay. Du könntest zur Versöhnung für die verpatzte Verabredung mal wieder mit mir Squash spielen gehen. Tut mir leid, aber durch unsere Lernerei ist bei mir sehr viel liegen geblieben. Ich melde mich, wenn ich mal wieder Luft habe. Bis dann. Lass dich überraschen. Wir kommen euch dann bald mal besuchen, okay? Und dann kochen wir was zusammen. Wie wär's mit jetzt gleich? Ihr habt doch gesagt, der Kühlschrank wäre voll. Lieber ein anderes Mal. Und wenn ihr Hilfe braucht? Wir melden uns, klar. Ihr seid echt cool drauf. Pass auf dich auf, ja? Du bist ein guter Doc. Die Wunde tut mir gar nicht mehr weh. Danke, aber tu mir trotzdem einen Gefallen und halt dich von Stichwaffen fern. Ja? Das ist auf Dauer einfach viel, viel, viel gesünder. Mach ich. Ja, dann viel Spaß im neuen Haus. Danke. Ciao. Ciao. Ich bin froh, dass du ihn überredet hast, in das Haus einzuziehen. Das ist ja wohl nichts im Vergleich zu dem, was du für Moritz getan hast. Ja, aber ohne dich stünde das Haus jetzt leer. Und ohne dich gäbe es nicht mal ein Haus. Vorschlag. Im Einzel sind wir, glaube ich, schon ganz gut, aber im gemischten Doppel noch viel besser. Der weibliche Teil des gemischten Doppels hat ganz schön Hunger. Und der männliche weiß schon längst, was er dagegen tun kann. Ah, Frau Jones. Graf Landstein. Ich habe mir gerade die Bilanzen von Almedia angeschaut. Glückwunsch, sehr vielversprechend. Vielen Dank. Ich glaube auch, das Tal ist durchschritten. Sie kommen mit Ansgar inzwischen besser zurecht? Ich habe zumindest heute festgestellt, dass Ihr Sohn Leonard und er grundverschieden sind. Das festzustellen ist nicht sehr schwer. Ist Leonard ein guter Arzt? Ja, ein sehr guter. Er wirkt sehr zielstrebig. Er hat Charme, Einfühlungsvermögen. Sie meinen im Gegensatz zu Ansgar? Das würde ich niemals behaupten. Ansgar ist sogar ausgesprochen zielstrebig. Nun, manchmal muss ich Ihnen seinem Ehrgeiz etwas bremsen. Er ist eben durch und durch Geschäftsmann. Wenn Leonard nun zum Beispiel nicht Arzt wäre, ein Mann mit seiner sozialen Kompetenz könnte die Holding mit Sicherheit auch sehr gut führen. Sie sind eine aufmerksame Beobachterin. Das habe ich wirklich am meisten in den Staaten vermisst. Eine echte Currywurst. Und was vermisst du hier am meisten? Also spontan fallen mir da die ausgedehnten Spaziergänge am Strand ein. Bewaffnet mit einem Riesenbecher Kaffee und einer Box Donuts. Und das verdrückst du alles alleine? Quatsch, mit meinen Freunden. Mit deinen Freunden. Mit Solo. Ich war schon ewig nicht mehr schaukeln, du? Nach dem Essen soll man sich bekanntlich bewegen. Komm, wer zuerst da ist.
Na, Lust mir Gesellschaft zu leisten? Ich muss noch Klausuren korrigieren. Und ein Gutachten muss ich auch noch schreiben. Armer Lars. Und du solltest dich mit dem Stoff der Vorlesung befassen. Der ist examensrelevant. Mit dir als Lehrer bestehe ich jede Prüfung. Jetzt komm her zu mir. Sorry, ich bin wirklich beschäftigt. Ich wüsste da was Besseres. Vanessa, die Masche zieht bei mir nicht. Ja, dann hast du bestimmt nichts dagegen, wenn ich es mir etwas bequemer mache. Nicht im Geringsten. Kannst du nicht hören? Ich will dich nur vor den Kindern hier nicht blamieren. Dann sollte ich wohl besser schleunigst was für mein angeschlagenes Image tun. Mich so zu erschrecken. Komm schon, das ist total ungefährlich. Das macht einen riesen Spaß. Hast du das früher nie ausprobiert? Klar. Hey, was machst du mit mir? Auf 3. 1. 3. Das ist jetzt nur passiert, weil du die 2 vergessen hast. Hast du dir wehgetan? Nein, aber mein Ohrring, den muss ich beim Schaukeln verloren haben. Wenn du ihn wirklich hier verloren hast, dann finden wir ihn auch. Im No Limits hatte ich den noch. Ist das einer von den Ohrringen, die dir... Ja, die mir Johannes geschenkt hat. Ich muss den unbedingt wiederfinden. Warte. Oh, warum dauert das so lange? Ach, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mehr besorgt. Ja, lass dir was einfallen, sonst hast du echt ein Problem. Andi. Warte. Ich habe vielleicht in meiner Tasche noch eins. Guckst du nach? Ja, hoffentlich. Sehr löblich, Frau von Meilenbach. Was ist denn jetzt? Woher hast du meine Musterlösung der letzten Klausur? Da gibt es nur eine Erklärung. Du hast sie von mir gestohlen. Und so geht es weiter. Wozu also brauchen Sie mich im Boot? Jetzt sagen Sie nicht aus alter Freundschaft. Ich weiß genau, dass Sie keine Emotionen gelten lassen, wenn es um Geschäfte geht. Das hat mehr mit meinem Vater zu tun. Du hast Lars die Prüfungsaufgaben geklaut und mir in die Tasche geschmuggelt. Man tickst du noch ganz richtig. Was hab ich mit deinen scheiß Prüfungsaufgaben zu tun? Du versuchst doch die ganze Zeit, Lars und mich auseinanderzubringen.